So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir gemeinsam eine Hyperlapse-Sequenz stabilisieren. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Das Ganze ist von 2017. Das sind diese Tauben hier. Die waren auch schon in Lightroom drin. Und das Ganze sieht so aus. So extra große Hammer schon. Da gehe ich immer in den Explorer. Man muss sich dazu aber den Nikon Electronic Format Codec runterladen von der Nikon-Seite. Aber jeder andere Kamerahersteller hat Codecs dafür, dass man direkt die RAW-Daten sehen kann. So. Ist nur eine kurze Sequenz. Mit 25 FPS wären das noch nicht mal 2 Sekunden. Aber dazu gucken wir uns später noch an, ob wir mit dem Effekt Zeitverkrümmung oder auch von Twixtor was machen können. Den ganzen Ordner, den kopieren wir uns aufs Desktop. Lightroom wäre dann quasi, ist jetzt obsolet, das habe ich schon gemacht. Das Ganze sah vorher so aus. So. Und so sieht das Ganze später aus. Da kann man machen, wie man will. Also das ist erstens mal vom Geschmack abhängig und zweitens vom Kundenwunsch gegebenenfalls. Gut. Diese JPEG rausexportierte JPEG-Sequenz kopiere ich mir aufs Desktop, weil die SSD-Platte deutlich schneller ist. Deutlich, also Tests schon gemacht. Das ist viel, viel schneller hier zu arbeiten, als wenn das auf der Hauptplatte, auf der die Daten liegen, bearbeitet wird. Also dieser einmalige Kopiervorgang eurer Projekte auf das Desktop, eben auf eine Platte, eine schnelle SSD-Platte, auf der auch das Schnitt und After Effects zum Beispiel, die Programme liegen, deutlich schnellere Bearbeitung. Gut. Dann öffnen wir After Effects. Es gab einen Deal, 30 € monatlich, die gesamte Subscription, allerdings nur für ein Jahr. Den Link werde ich auch in die Beschreibung packen. Gut, importieren, Datei, sicher, dass es die richtige ist, ja. Tauben, Lissabon, Right Left, SS, Side Slide. Heißt das. So. Hier gucke ich mir das Ganze mal kurz an und lasse das mal durchladen. So, das Ganze lasse ich mal kurz durchladen, um zu gucken, wie das aussieht, wie stark verwackelt das aufgenommen wurde. Das Ganze war ziemlich nebenbei passiert. Wenn man mit einer größeren Gruppe ist, da ist mit Hyperlapse nicht so leicht, die Geduld der Leute so sehr auf die Probe zu stellen. Aber für so eine kurze Sequenz hat es gereicht. Dafür ist das absolut ausreichend. Vor allem, ich mag Tauben persönlich und sieht ganz okay aus. Aber ist natürlich total verwackelt, wenn man das mal sich anschaut. Ich gehe mal auf Lineale einblenden und gehe zum Beispiel mal auf diese Taube, die linke, und guck mal, mit dem linken STRG-Knopf gedrückt, da geht das Ganze hoch und runter und ist auch nicht wirklich ratsam. So. So, und aus dem Grund gucke ich mir mal an, was passiert, wenn man einfach den Warp Stabilizer aktivieren würde. Gehen wir auf Tracker und mal gucken, Bewegung stabilisieren, Verkrümmungsstabilisator, Warp Stabilizer. Zack. Ich gehe direkt auf Erweitert, direkt zu Anfang auf detaillierte Analyse. Glättung machen wir mal erstmal auf 2%, das reicht meistens, und hier gehe ich oft dahin. Und hier auf nur stabilisieren und guck mal, was passiert. Das geht natürlich jetzt mit der SSD-Festplatte super schnell. Ganz im Gegenteil, dazu wird man sehr lange warten müssen, wenn das Ganze auf einer
normalen Scheibenfestplatte liegt. Und man kann auch davon ausgehen, dass wenn man die RAW-Daten stabilisiert, erstens mal die RAM-Vorschau hier an die Grenzen kommt, das Ganze meist in die Auslagerungsdatei geschrieben wird und man mit der Prämisse, dass man das Projekt auf dem Desktop hat, also auf der Platte, auf der auch das Betriebssystem und auch die Schnitt- und Bearbeitungsprogramme vorliegen, das deutlich schneller geht. Also ich habe in den letzten Monaten viel herumexperimentiert mit verschiedenen Grafikkarten und mit SSD hat man wirklich deutlichere Unterschiede gesehen als ein Wechsel der Grafikkarte beispielsweise. Wenn ihr also das ganze System nicht neu aufsetzen wollt, wenn ihr keine Upgrades im PC haben wollt, sondern eure alte Rendermaschine einfach so belassen wollt, wie sie ist, dann einfach eine SSD natürlich. Das bringt's total. So, jetzt ist fertig. Jetzt gucken wir uns mal an, was das gebracht hat. Und ob da wirklich eine deutliche Verbesserung gegeben ist. Ja, auf alle Fälle. Das sieht man jetzt schon. Man kann es auch schon so lassen. Ich gucke mir das Ganze nochmal an mit dem Lineal. Und zwar an dieser Ecke. Sieht ziemlich cool aus, würde ich mal sagen. Und ein manuelles Tracking ist hier wirklich nicht erforderlich. Diese Sequenz ist allerdings etwas kurz. Und ich hätte die ein bisschen länger gerne. Und deswegen gehe ich auf Komposition, Kompositionseinstellungen. Dauer mache ich mal auf 100 Frames. Jetzt sieht man, das Ganze ist länger geworden. Das braucht man auch. Und zwar aus dem folgenden Grund. Das hier ist die Sequenz, die schiebe ich mal hier rein. Mache eine neue Sequenz draus. Dieser Bereich ist jetzt leer. So. Stabilisiert ist es bereits. Die Komposition machen wir etwas größer. Dass da auch keine... Dass man genau sieht, wie hoch und... also wie weit es abweicht. Von der Präzision her. Genau. Das habe ich gemacht, weil anders funktioniert das Ganze, was ich jetzt vorhabe, nicht. Gehen wir auf Zeitverkrümmung. Es gibt auch das Plugin Twixtor. Allerdings ist das nicht bei After Effects direkt dabei. Zeitverkrümmung hier rein. Und die Geschwindigkeit mal auf 50%. Das ist okay, das kann man so lassen. Man kann hier rumstellen. Also man kann hier herumprobieren, was passiert. Ich habe da stundenlang rumprobiert. Es sind marginale Unterschiede zu erkennen. Aber was genau, das ist Thema für ein ganzes Tutorial nur über diesen einen Effekt. Da gibt es auch auf YouTube was auf Englisch, das nennt sich Time Warp Effekt After Effects. Da findet ihr alles, was ihr braucht an Infos über diesen Effekt. Den kann ich auch gerne verlinken unten. Das erste, was man merkt, ist, dass jetzt hier auf einmal was da ist, wo vorher nichts war, weil das Ganze jetzt gedehnt wird. Da werden Zwischenbilder generiert, die quasi cheaten und eine Hyperlapse-Sequenz länger erscheinen lassen. Gehen wir mal auf Filter normal und das Ganze geht dann viel schneller. Hier sieht man, dass da gecheatet wird von dem Effekt. Und hier auch. Das gehört da nicht hin. Also, so zufrieden bin ich damit natürlich nicht. Ein Framemix ist natürlich keine Option. Das kann man auch dann selbst machen.
Also man erkennt genau die Teile, die sich sehr stark bewegen. Die werden nicht so gut von dem Effekt, sage ich mal, bearbeitet, sodass es aussieht, als wären wirklich mehr Bilder geschossen worden bei der Hyperlapse. Hier zum Beispiel im Fenster sieht man das sehr gut, dass da was fehlt, beziehungsweise Dinge da, so Block-Artefaktartige Störanteile entstehen, die man gar nicht gerne hätte. Also es ist doch ratsam, sich Zeit zu nehmen, weil was man nicht hat, das hat man halt nicht. Bei den Tauben geht es jetzt gerade in diesem Bereich. Aber man sieht hier oben an den Fenstern, dass da so Fehler entstehen. Wir schauen uns das Ganze jetzt gleich mal an, wie das Ganze wird, wenn es fertig ist. Ja, furchtbar. Oh Mann. Das Ganze ist jetzt langsamer, aber ist es denn auch schöner? Nicht wirklich. Und zwar, muss ich mal 25 gehen und gucken. Nein, deutlicher Fehler zu sehen. Ich finde es nicht schön. Jetzt lösche ich den Effekt. Jetzt haben wir hier wieder nichts. Und ich gehe mal gucken, ob Twixtor vielleicht bessere Leistungen bringt. Hier gehen wir auf 25. Sorry. Und hier auch immer gucken, vorher Projekteinstellungen. Das ist klar, das ist auch klar. Beginnen bei 1. Ob die Framerate dem entspricht. Gut. Okay. Input Fields, none. Use GPU. Jo. Motion Vectors. Cage Last Motion ist okay. Frame Number nicht, sondern Speed. Und jetzt gehen wir mal auf 50%, auch wie vorher beim Zeitverkrümmung, Time Warp Effekt. Und hier kann man was verändern, und zwar, wenn man das auf sagen wir mal 1 setzt, dann ist es so, wie wenn es Frame Mix wäre bei dem Time Warp Effekt. Sieht teilweise besser aus, stringenter, sage ich mal. Das sieht vernünftiger aus, obwohl es jetzt auch nicht so schön ist. Und jetzt, wenn ich das hier hoch mache, diesen Main BG Sensitivity, dann wird man erkennen, dass da der Twixtor ein besseres Modul ist als Time Warp. Die Prinzipien dahinter sind ähnlich. Aber auch hier kommt man nicht drum rum, dass Fehler entstehen. Und das könnte man jetzt einfach lösen, indem man diese eine Stelle bei Effekte, bei Main BG Layer Settings, gibt man hier auf die Stoppuhr. Hier ist das Keyframe mit 38, ich gehe mit STRG und der linken Pfeiltaste 1 nach hinten, setze hier auch nochmal ein Keyframe, setze hier ein Keyframe und sage 11, sage 0, gehe hoch, probiere rum, merke, es geht nicht. Was bleibt mir anderes übrig? Den lösche ich. Und das schneide ich einfach weg. Nicht auf Motion Weighted Blend, Nearest Blend. Da kann man auch herumprobieren mit dieser Option Nearest oder Blend. Bei Blend wird es übergeblendet und bei Nearest funktioniert das so. Da können wir mal gucken, ups, was passiert, wenn man das doch mal hoch macht. Ob da jetzt eine Verbesserung stattfindet.
Ja, also dieses eine Frame, was ein bisschen komisch die Taube plattköpfig macht, das kann man ruhig so lassen. Also ich würde das jetzt auf jeden Fall so lassen. Und gucken wir das Ganze mal an. Okay, sehr schön. Also ich bin hoch zufrieden. Und anstatt, dass ich jetzt den Speed weiter runtersenke, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Und dieses eine Bild, mal gucken, ob da nicht doch was zu machen ist. Wenn ich auf 0 gehe, gut, klar, dann sagt er hier, ist doch das Gleiche. Ich habe da keine Info. Dann taste ich mich da einfach ein bisschen ran und guck, aha, was passiert. Es ist mir noch nicht gut genug. Jetzt natürlich versucht er das nächste Frame zu matchen mit dem nächsten Frame. Also entweder muss man das in Kauf nehmen oder man setzt hier bei Frame-Interpolarisation ganz kurz eine Stoppuhr und sagt, hier soll noch Nearest sein und hier soll dann Blend sein. Bringt auch nichts. Bringt auch nichts. Bringt auch nichts. Sieht auch schrecklich aus. Dann lassen wir das so und versuchen ausschließlich über die Main BG Sensitivity das Ganze zu regeln. Und finde ich jetzt nicht schlimm. Hier ist ein Doppelbild, ja. Und da mache ich einfach so. Zack, zack. Und das wird gelöscht. Nach dem Bild wird einfach abgeschnitten. Und fertig. So, und jetzt nochmal schauen, ob da irgendwo ein Fehler drin ist. So, hier ist dann auch Schluss gewesen. Und das Ganze ist jetzt von meiner Seite aus wäre das fertig. Ich habe keine ganz tolle Sequenz hier gemacht, sondern ich habe eine etwas zu kurz geratene Sequenz für mein Filmprojekt ein wenig verbessert, ein wenig geschummelt, wenn man so sagen will. Ja. Das geht hier nur ums Schummeln, dass man da, wenn man irgendwo einen kleinen Fehler hat, und wenn man sich die Sequenzen jetzt mal beide anschaut, dann sieht man, es hat sich schon gelohnt, Twixtor zu benutzen. Um das Ganze zu rendern, lösche ich diesen Teil hier nochmal weg. Das mache ich lieber im Schnittprogramm, denn mir ist auch aufgefallen, dass sich, wenn man hier was wegschneidet, dass sich das direkt auswirkt auf die andere Korrektur dieses Twixtor-Effekts. Also wenn ich hier was wegschneide, Beispiel Frame Nummer 82, dann kommt Frame Nummer 83, 84 ist identisch mit 83, Beispielsweise ist 83 und 84 identisch und jetzt möchte ich gerne die 84 wegschneiden und guck mal, was passiert.
Jetzt ist die 83 und die 84 wieder identisch. Das liegt daran, dass der Effekt hier oben auch noch aktiviert ist. Wenn man den jetzt löscht, dann ist alles weg. Ja. Und dann muss man mal gucken. So gegen Ende etwa eben. Aber wo ist das Ende? So, nein. Eins weiter. Nochmal prüfen. Ja. Geht da noch was? Nein. Also nur für das allerletzte Frame habe ich das jetzt geteilt, aber einfach rumprobieren. Und das ein wenig anpassen. Der ist mir noch ein bisschen zu weit rechts gewesen. Und ein bisschen zu... Sorry. So gefällt mir das Ganze schon wesentlich besser. Okay, da mein Lieblingscodec im 2018er CC After Effects nicht vorhanden ist, speichern. Und zwar speichere ich das nochmal unter der alten Version. Denn da sind die ganzen Codecs noch dabei. Da habe ich auch schon das vorbereitet. After Effects CC 2014. Da ist es. Und genau. Lass mal durchladen. Aha, hier ist ein kleiner Fehler. Stopp. Da habe ich gesehen, da fehlt was. Aha. Kleiner Fehler eingeschlichen. Da machen wir ganz einfach ein ganz kleines bisschen größer. Und schon ist dieser Fehler weg. Und ich gucke nochmal hier hinten, ob das immer noch okay ist. Finde ich ein bisschen zu weit nach unten. Also muss das ein bisschen höher. So, sieht besser aus. Es waren jetzt nur unter diesem Vergrößerungsverhältnis waren das jetzt zweimal mit STRG auf Pfeil nach unten gedrückt. Beziehungsweise Pfeil nach oben gedrückt. Je enger man dran ist, desto kleinschrittiger wird das Ganze. Ups. Also wenn ich hier in diesem Vergrößerungsverhältnis ein paar Mal nach oben drücke, ist das ganz anders, als wenn ich in diesem Vergrößerungsverhältnis ein paar Mal nach unten drücke. Na? Zu weit unten. Zu weit unten. Okay. So. Speichern. Speichern. Jetzt auf Komposition. An die Renderliste anfügen. Den da oben weiß ich jetzt nicht mehr. Lösche ich mal. Dann gehe ich auf meinen Lieblingscodec. Das hat mir Temponaut gezeigt. QuickTime. Format QuickTime. Formatoption Photo-JPEG. Super Sache. Qualität 96%. Ihr könnt auch 100% machen von mir aus, aber die Dateien sind unnötig größer und man sieht tatsächlich keinen Unterschied. Das ist hier ein Sweet Spot, ein sogenannter. Danke Temponaut übrigens für diesen Hinweis. Super Sache. Ich lade auf Temponaut all die Dateien in dieser Art hoch. Auf dem Desktop gucke ich jetzt mal, da habe ich das schon vorangefertigt, sage ich mal. Die Auflösung ist 4096 x 2304, Stable Twix, so habe ich das genannt.
damit ich weiß, es ist schon stabilisiert und es ist getwixtort. So, speichern, ersetzen, rendern. Super. Und um dem Ganzen einen Vergleich zu geben, die obere ist ja schon stabilisiert. Da gehen wir mal kurz hin und sagen hier auf Arbeitsbereich trimmen, okay. Und Kompositionseinstellungen auch auf Temponaut habe ich hier nicht. 4096 mal 2304. Das Ganze passe ich noch ein bisschen an. Ach, am besten kann man mal das Preset speichern. So. Stichprobenartig mal gucken. Jetzt haben wir hier nur 43. Aha. Der hat sich reingeschlichen und der auch. Das heißt, der kleinste gemeinsame Nenner hier, an den muss man sich anpassen. Oder man sagt hier, nein, ich will nur das letzte Frame. Ist ja auch ein bisschen größer, das Ganze. Also das vorletzte ist größer als das letzte. Hier war ich schon ein bisschen weiter weg. Das heißt, man kann auch sagen, komm, machst du mal einfach da Positionsskalierung. Und hier auch nochmal. Und sage ich mal so, dann leicht größer. Merkt kein Mensch. Jetzt kann man natürlich nicht mehr mit der Sequenz arbeiten, denn seht ihr, da fehlt es jetzt halt wieder, ja. Gut, Komposition, an die Renderliste anfügen, QuickTime, da ist es schon eingestellt, alles klar. Und da sage ich ohne Twix. Einfach 43, weil das sind 43 Bilder. Punkt. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Über Likes und Abonnements freue ich mich natürlich sehr. Ja, und bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde so schnell wie möglich antworten. Okay, Wiedersehen, schönen Tag euch und bleibt am Ball beim Hyperlapsen. Ist wirklich eine wunderschöne Sache. Bis zum nächsten Mal.